Das Gebet ist unsere wertvollste Verbindung zu Allah. Jede Bewegung, jeder Blick und jede Geste hat Bedeutung. Doch viele Muslime fragen sich, was passiert, wenn man sich im Gebet kratzt, die Finger knackt oder die Kleidung zurechtrückt? Wann bleibt das Gebet gültig und wann leidet die Konzentration? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah beschreibt die Gläubigen in Surah Al-Mu'minun. Den Gläubigen wird es ja wohlergehen, denjenigen, die in ihren Gebeten demutig sind. Diese Demut, Khushur genannt, ist nicht nur eine innere Haltung, sondern zeigt sich auch äußerlich. Ein Körper, der ruhig und gesammelt ist, spiegelt ein Herz wider, das mit Allah verbunden ist. Zu viele Bewegungen stören diese Ruhe und reißen uns aus der Gegenwart mit unserem Schöpfer. Deshalb achten die Gelehrten darauf, welche Handlungen erlaubt, unerwünscht oder sogar ungültig machend sind. Kleine Bewegungen wie das Kratzen am Bart oder das leichte Richten der Kleidung sind im Gebet meistens unproblematisch und beeinträchtigen die Gültigkeit nicht. Einige Gelehrte warnen jedoch davor, während des Gebets mit der Kleidung zu spielen oder diese unnötig zu verändern, da solche Handlungen die Konzentration stören könnten. In den klassischen Hadith-Sammlungen wie Bukhari und Muslim finden sich Überlieferungen, die Gebete mit zusammengefalteter Kleidung oder Veränderungen während der Niederwerfung erwähnen, was manche Gelehrte als Warnung gegen übermäßige Bewegungen verstehen. Kleine Bewegungen sind also nicht gleich verboten. Dennoch haben die Gelehrten erklärt, auch kleine Bewegungen können problematisch werden. Beispielsweise, wenn sie ohne Grund ständig oder wiederholt geschehen. Wer im Gebet unruhig ist, sich pausenlos kratzt oder immer wieder mit den Fingern spielt, zeigt ein Herz, das abgelenkt ist. Das Gebet bleibt zwar gültig, aber die Qualität und die Belohnung werden deutlich geschwächt. Deshalb sagten die Fuqaha, erlaubt ist, was notwendig ist, doch übermäßige Bewegungen verderben die Ruhe und widersprechen der Ehrfurcht vor Allah. Neben klar verbotenen Handlungen gibt es Dinge, die makruh sind, unerwünscht, weil sie die Vollkommenheit des Gebets zerstören, auch wenn sie es nicht ungültig machen. Die Gelehrten nannten viele Beispiele: das Umherschweifen mit den Blicken, das Aufstützen der Hände auf die Hüfte, das Ineinanderverschränken der Finger oder das Knacksenlassen der Gelenke. Ebenso gehört es dazu, den Kopf zum Himmel zu heben oder im Sujud die Arme wie ein Hund auf den Boden zu legen. Diese Dinge sind nicht haram, doch sie widersprechen der Haltung von Khushu'. Ibn Abidin erwähnte, dass solche Handlungen das Gebet zwar nicht zerstören, es jedoch um seinen geistigen Wert berauben. Man muss verstehen, Makruh bedeutet, dass Allah das Gegenteil liebt. Wer also das Gebet vollkommen verrichten will, sollte sich davon fernhalten. Rasulullah erklärte, dass Blicke nach rechts und links während des Gebets ein Stehlen des Scheitans sind. Er stiehlt dabei unsere Konzentration. So lehrt uns der Islam, ein gültiges Gebet ist nicht immer automatisch ein wertvolles Gebet. Anders sieht es aus, wenn eine Notwendigkeit vorliegt. Der Islam ist keine starre Religion. Wenn ein Insekt auf dem Körper fällt, darf man es wegschlagen. Wenn das eigene Kind während des Gebets in Gefahr ist, darf man es aufheben. Wenn in der Gebetsreihe vor einem eine Lücke entsteht, darf man einen Schritt nach vorne machen, um die Reihe zu schließen. Ein modernes Beispiel zum Gemeinschaftsgebet. Wenn das Handy während des Gebets laut klingelt, darf man es mit seinem Finger schnell ausschalten, um andere nicht zu stören. Aber Vorsicht! Bedingung ist eine kurze und gezielte Handlung, nicht das Lesen einer Nachricht, schauen, wer angerufen hat oder längeres Hantieren, was das Gebet nämlich brechen würde. Bewegungen, die das Wesen des Gebets nicht verändern und einer klaren Notwendigkeit dienen, sind erlaubt. Doch wer Bewegungen ohne Notwendigkeit anhäuft, verliert die Konzentration, die eigentlich das Herzstück des Salah ist. Manche fragen sich, wann wird eine Bewegung im Gebet wirklich zu viel? Die Rechtsschulen haben das genau betrachtet. Besonders die Ahnafs erklärten, dass 3 aufeinanderfolgende, deutlich erkennbare Bewegungen das Gebet ungültig machen können. Damit sind Bewegungen gemeint, die so sichtbar sind, dass jemand von außen denken könnte, er betet gar nicht mehr. Zum Beispiel, wenn jemand während des Gebets 3-mal hintereinander mit den Händen an seiner Kleidung zieht oder mehrere Schritte macht, ohne einen Grund, der mit dem Gebet zu tun hat.
Aber nicht jede Bewegung ist gleich ein Fehler. Einzelne und ruhige Bewegungen sind erlaubt, solange sie nicht ständig und ohne Notwendigkeit wiederholt werden. Wenn man sich leicht am Bart kratzt, die Kleidung ordnet oder sich etwas bewegt, ohne den Blick vom Sujud-Ort abzuwenden, bleibt das Gebet gültig. Selbst wenn man das später im Tashahhud ein zweites Mal macht, ist das unproblematisch, solange es nicht zu auffällig wird. Die Regel 3 Bewegungen beziehen sich also auf aufeinanderfolgende Behandlungen, nicht auf das gesamte Gebet. Wer zwischendurch wieder stillsteht oder seine Ruhe findet, beginnt gewissermaßen von neuem. Wenn man aber fortlaufend und sichtbar an etwas spielt, wie mit den Händen, dem Gebetsteppich oder der Kleidung, verliert das Gebet seinen ernsten Charakter. Wenn jemand mitten im Gebet sein Handy aus der Tasche zieht, kurz darauf schaut und es wieder wegsteckt, dann ist das Gebet ungültig. Diese Bewegung ist nicht nur deutlich, sondern bricht auch die innere Haltung der Khushu'. Die Rechtsschulen der Schafi'is sahen in dieser Frage weniger eine starre Zahl, sondern mehr das Gesamtbild. Für sie zählt, wie der Betende auf einen Außenstehenden wirkt. Wenn die Bewegungen so zahlreich oder auffällig werden, dass man kaum noch erkennt, dass diese Person sich im Gebet befindet, gilt das Gebet als ungültig. Entscheidend ist also der Eindruck der Ruhe. Wer seine Hände ruhig hält, den Blick gesenkt lässt und sich nur dann bewegt, wenn es notwendig ist, bewahrt die Würde des Gebets. Die malikitische Rechtsschule wiederum betont die Absicht hinter der Bewegung. Kleine Gesten, die aus Gewohnheit oder Notwendigkeit entstehen, beeinträchtigen das Gebet nicht. Aber wenn jemand sich immer wieder ohne Grund bewegt, kratzt oder spielt, verliert das Gebet seine Tiefe. Es geht nicht nur um die Bewegung selbst, sondern darum, ob sie aus Achtlosigkeit entsteht. Wer während des Gebets bewusst still bleibt, zeigt damit seine Ehrfurcht vor Allah. Die Schüler von Imam Ahmed sehen es ähnlich, aber mit einem besonderen Fokus auf das Herz. Sie sagen, Bewegungen werden dann problematisch, wenn sie die innere Sammlung zerstören. Ein kleiner Handgriff aus Notwendigkeit, etwa um etwas zu richten, ist erlaubt. Doch wenn die Hände ständig beschäftigt sind oder der Körper unruhig wird, verliert das Gebet seinen Geist. Für sie ist das Gebet ein Gespräch zwischen Diener und Schöpfer und jede unnötige Bewegung ist wie ein Bruch in diesem Gespräch. Die Schulen unterscheiden sich hauptsächlich in der Formulierung, aber alle sind sich einig, dass unnötige und übermäßige Bewegungen das Gebet zerstören. Besonders bekannt ist auch die Frage des Fingerknackens. Unser Prophet sagte, dass man im Gebet nicht die Finger ineinander verschränken soll, und viele Gelehrte führten daraus ab, dass auch das Knacken der Finger im Gebet unerwünscht ist. Es gilt als Makruh, weil es die Ruhe des Gebets stört und eine Art Spielerei darstellt. Es gibt aber auch die praktische Frage: Was ist aber, wenn jemand durch das Knacken der Finger Erleichterung verspürt? Auch darüber haben die Gelehrten gesprochen. Ibn Abidin, einer der großen Gelehrten der Hanafi-Schule, erwähnt in seinem Werk, dass das bewusste Knacken oder Spielen mit den Fingern während des Gebets makruh ist, weil es der Haltung der Demut widerspricht. Ähnlich erklärten Imam an-Nawawi von den Schafi'is und Ibn Qudama von den Hanbalis, dass solche Bewegungen die Konzentration stören und deshalb vermieden werden sollten. Wenn das Knacken jedoch von selbst geschieht, ohne dass man es absichtlich verursacht, ist es kein Problem. Ebenso, wenn jemand einmalig aus Notwendigkeit kurz die Finger bewegt, etwa weil sie schmerzen oder steif sind, das fällt nicht ins Gewicht. Entscheidend ist die Absicht. Wer im Gebet absichtlich spielt, knackt oder sich ständig bewegt, mindert den Wert seines Gebets und schwächt seine Konzentration. Auch das Knacken der Gelenke fällt unter dasselbe Prinzip. Wenn jemand absichtlich seine Gelenke knacken lässt, etwa um sich zu erleichtern oder zu dehnen, ist es makruh, da es der Ruhe des Gebets widerspricht. Wenn das Knacken jedoch von selbst geschieht, ohne bewusste Bewegung, dann schadet es dem Gebet nicht, denn Allah beurteilt die Absicht, nicht das Geräusch. Um unnötige Bewegungen zu vermeiden, sollte man sich schon vor dem Gebet gut vorbereiten. Kleidung und Ärmel kann man vorher zurechtrücken, damit man später nicht daran ziehen muss. Auch das Handy sollte man ausschalten oder stumm stellen, damit die Konzentration nicht gestört wird. Ähnlich verhält es sich mit kleinen Gesten wie dem Kratzen des Bartes. Wenn man sich einmal kurz kratzt, weil es juckt, ist es kein Problem. Doch wer während fast jeder Raka oder aus Gewohnheit ständig an seinem Bart streicht oder spielt, verliert den inneren Fokus. Und wer sich geistig auf das Gebet einstimmt, indem er vorab kurz zur Ruhe kommt, wird merken, dass er im Gebet weniger unruhig ist. Vorbereitung ist oft der Schlüssel zur Kontrolle. Das Gebet ist gültig, auch wenn man kleine Bewegungen macht. Doch wer sich von Makruh-Handlungen oder Ablenkungen fernhält,
Betet auf eine Weise, die Allah mehr liebt. Kleine Bewegungen sind erlaubt, wenn sie notwendig sind. Doch unnötige Unruhe schwächt die Qualität. Das Ziel ist nicht nur ein gültiges Gebet, sondern eines voller Demut, Ruhe und Nähe zu Allah. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.